7. September 2012, London, 100 Meter Finale. Die Krönung deiner Laufbahn. Seitdem ist viel passiert. Wie nah ist dir die Erinnerung an diesen goldenen Donnerstag heute noch? Ich habe sehr oft Momente, wo mir dieser Donnerstag auch hochkommt. Sei es bei dem Song, den ich als letztes gehört habe, bevor ich in die Katakomben gegangen bin. Sei es beim Training, wo ich manchmal Momente habe, wo das Gefühl wieder hochkommt. So hast du dich gefühlt, und ich glaube, dass dieser Moment einfach in mein Leben eingebrannt ist, und ich bin froh, dass dieser Moment so positiv in meinem Leben drin ist, und deswegen bin ich auch froh, immer wieder Momente zu haben, wo ich daran erinnert werde, und jedes Mal, wenn ich eine Negativsituation habe im Alltag und dann kommt diese Situation, wo mir London wieder in meinen Gedanken kommt oder wo ich dieses Gefühl wieder spüre, dann weiß ich, dass die Arbeit, die ich täglich mache, und dann weiß ich, dass das harte Training, was ich täglich mache, wofür es ist, und weiß auch, wie dann der Lohn später sein wird, und deswegen ist auch dieser Moment, den ich damals in London erlebt habe, immer wieder auch eine Motivation, und je öfter ich den habe, desto öfters werde ich motiviert, und deswegen bin ich über jeden Moment froh. Als an der Startlinie der Brite Richard Whitehead vorgestellt wurde, ist das Stadion ja fast übergekocht. Gibt es bestimmte Momente, in denen auf einmal wieder diese atemberaubende Atmosphäre von London 2012 lebendig wird? Ja, immer wieder, wenn ich Richard zum Beispiel im Lauf habe, dann weiß ich, was er gemacht hat für uns, für unsere Klasse alleine. Die 200 Meter waren eigentlich ein aussterbendes Event, und Richard mit seinem Weltrekord, mit dem Publikum, was er begeistert hat, mit dem Lauf, allein schon mein 200 Meter Lauf hat doch gezeigt, dass dieses Publikum und dieses Anfeuern, dass das Kräfte freisetzen kann, die man eigentlich für unmöglich hält. Meine 200 Meter Zeit, die ich damals in London gelaufen bin, die habe ich bis heute nicht bestätigt. Und jedes Mal, wenn ich in Großbritannien an den Start gehe und Richard ist mit an der Linie, dann weiß ich ganz genau, dass es gleich kocht. Und es war ein Moment, den ich nie vergessen werde. Und da bin ich auch Richard sehr dankbar für. Man könnte meinen, im Jahr nach den Spielen geht es mal etwas ruhiger zu. Stattdessen bist du 2013 Weltrekord gelaufen und hast den Weltmeistertitel verteidigt. Wie hast du das hinbekommen, nach dem Erreichen des großen Ziels Gold nicht in ein Loch zu fallen und die Motivation so hoch zu halten? Ja, ich habe das Jahr wie alle anderen Athleten auch eigentlich als ein ruhiges Jahr gesehen. Nach London wollte so ein bisschen Kräfte tanken, wollte mein Training habe mein Training weitergemacht, wollte es aber nicht so intensiv gestalten, wie das vor London war. Und ich glaube, der Weltrekord, der hängt immer noch mit der Vorbereitung von London zusammen. Man sagt ja, dass man nur schnell laufen kann, wenn man entspannt ist und locker ist. Und ich hatte diese Saison mein Training kontinuierlich weitergemacht und habe von der Vorbereitung für London profitiert. Und habe es nie gedacht, dass das so wird, dass das jetzt am Ende so gekommen ist. Ist auch die Bestätigung der Arbeit für London. Ich habe jetzt nochmal im Nachgang die Erfolge für London und auch jetzt den Weltrekord. Das ist alles die Arbeit für London gewesen. Und deswegen muss ich gucken, dass ich den Aufbau für Rio jetzt mache, und dann werde ich bestimmt die Zeiten nächste Saison nicht wieder so laufen können wie dieses Jahr, aber ich weiß, dass ich in Rio noch schneller sein kann. Du hast mal die Favoriten gejagt, dann hast du sie überholt. Jetzt bist du selbst zum Gejagten geworden. Wie kommst du mit der neuen Rolle zurecht? Eigentlich habe ich Angst vor dieser Rolle gehabt. Genau das war auch dieses Jahr eigentlich der Hauptfokus von meiner Vorbereitung. Wie gehe ich damit um, wenn alle mich schlagen wollen? Früher war es für mich ja so, dass ich gucken musste, wie ich meine Konkurrenz irgendwie besiege und wie ich da vorne hinkomme. Das war so, da hatte ich diese nötige Lockerheit. Jetzt als Gejagter hatte ich schon Angst, dass ich verkrampfe, und in Lyon wäre es fast passiert, dass ich in der Rolle des Gejagten versagt hätte. Mein 100-Meter-Finale bei der WM war nicht das, was ich mir vorgestellt habe von der Leistung. Von dem Ergebnis war es natürlich schön, aber ich weiß, dass ich mir vorstellen muss, dass ich die Konkurrenz immer noch jage, um dann die gewisse Freiheit im Kopf zu haben, dass ich
ich das körperlich und sportlich drauf habe, das weiß ich. Deswegen muss ich mental für die nächsten Jahre noch zusehen, dass ich mir vorstelle, dass ich immer noch weiter jage, obwohl ich dann der Gejagte bin und dann den Spaß dabei habe, die Jungs auch zu überholen. Und die Situation in Lyon, die hat es ja gezeigt, dass ich bin der Gejagte vielleicht auf dem Papier, aber ich musste meinen australischen Konkurrenten 99 Meter hinterherlaufen, deswegen habe ich gejagt und das war es auch. Diese Einstellung werde ich mir für Rio behalten und werde sie auch ausarbeiten. Was bedeutet es für dich, jetzt für die Paralympics, für den Paralympic Sports Award 2013 vorgeschlagen zu sein? Es ist eine ganz, ganz große Ehre für mich. Wenn man die nominierten Athleten sieht und dann weiß, was andere Athleten auch für den Sport geleistet haben, jetzt in London letztes Jahr, was für Leistungen gebracht worden sind von anderen Athleten, und dann stellvertretend dafür nominiert zu sein, erfüllt mich mit ganz, ganz viel Stolz. Und ich versuche, das auch wieder zurückzugeben. Ich weiß, dass ich viel gemacht habe für London, dass ich auch außerhalb des Sports zugeguckt habe, wie unser Sport sich entwickelt hat und nicht nur zugeguckt habe, sondern auch versucht habe, maßgeblich damit einzugreifen, das Talente zu fördern, was hier in Leverkusen passiert. Wir haben ganz viele Kids, die sich auch meiner Meinung nach schon für Rio vorbereiten. Das wird zwar nicht in den Mund genommen, aber ich weiß, dass diese Kids für Rio schon eine Rolle spielen werden. Und das mitgestalten zu können und das dann auch die Ergebnisse dann zu sehen, was bei den Junioren-WM dieses Jahr passiert ist, macht mich stolz und stellvertretend dafür, nominiert zu sein für den Sports Award. Das nehme ich mit. Alles, was jetzt passiert, ist nur noch Zugabe. Unter die besten 5 aus ein paar tausend Athleten für London zu sein, ist schon der größte Erfolg, den ich eigentlich haben könnte. Und das ist genau vergleichbar mit der Goldmedaille in London. Und als gestern die Nominierung kam, war es für mich unvorstellbar. Ich war zittrig, habe alle Leute wieder angerufen. Ich habe genau dasselbe Verhaltensmuster gehabt wie nach der Goldmedaille in London. Ich wollte eigentlich jedem Bescheid geben und